Was geht ab, Leute? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Hallo. Wir sollten jetzt hier, glaube ich, genau, wir sollten zur Kirche gehen. Zur Kirche. Ich bin gerade am Überlegen, wir hatten hier keinen Laden, der Ressourcen verkauft, glaube ich, ne? Wobei doch, die UC irgendwas. Hast du eigentlich was Neues? Thank you Nee, for okay. everything you've done for me. I do appreciate that not every meter of land was plowed under to build this city. This tree is far too grand for such a fate. Hier. Irgendwo gab's hier. Da, UC Distribution. Die hatten, glaube ich, Sachen. Lass da mal kurz hin. So, dann können wir auch einmal zu SNN. Da haben wir, glaube ich, auch was Neues für ein Interview. So, ihr hattet, glaube ich, Ressourcen. Könnt so 2, 3 Sachen gebrauchen. Am meisten I'm pleased Klebstoff. to report that our stocks are currently being maintained at 90% or higher. I'm sure we have anything you might need. Das Welcome wäre to UC nice. Distribution. Something I can do for you? Ja, ich würde gerne Yes, kaufen. of course. Please take a look. Oh, Moment. Ich habe mich erinnert. Ich habe noch keinen Timer gesetzt. So. Ressourcen. Kein Klebstoff. Ups, jetzt habe ich das Falsche gekauft. Dann Wolfram kaufen wir auch mal. Langsam müssen wir aber auch aufpassen. You're always welcome back. If you don't mind a bit of a wait. Viel, können wir aktuell gar nicht mehr lagern. Ist das Problem. Dann gehen wir mal zu SNN. Beziehungsweise SSNN. Warum ist das in Deutsch eigentlich nur SNN? Was? Ja, ich war noch nie hier. You talk and get paid. Ja. Spread the news. It's a classic win-win. Okay. Also, hier die Scout, ne? Die wurde, by the way, ausgeraubt. I already interviewed an ex-pirate about the robbery, Hm. but she was as reliable as good coffee around here. So you were there when it went down? What were you doing there? Aber ich sollte was aus... Was? Ich sollte was auszuliefern? Was? Das ist nicht so wichtig. Ich war nur dort. Well then, let's continue, Mr. Not Really Relevant. Tell me about this Captain Petrov. I've heard he was a bit of an eccentric. Ja. What was your impression of him? You did meet him before he died? Nun, war ein echter Charakterkopf. Er war ein was? Ein Charakterkopf? Ein Charakterkopf. Charakterkopf. Kopf von angenehm ausgeprägter Form mit ausdrucksvollen Gesichtszügen. Er hat einen Charakterkopf. Ah, Charakterkopf. Friseursalon seit über 10 Jahren aktiv. I could take a Ja. peek or two. Er war ein Friseursalon. Merkwürdig als verstanden, war total eingebildet. Petrov war ein Horter und hat alles gesammelt, was seltsam oder ungewöhnlich war. Ja, wir bleiben I would mal. have loved to have seen it. I'm sure it would make a good story right there.
No one seems to know exactly what was stolen, but everyone agrees it was valuable. Care to shed some light on it? Bin so schnell von dort abgehauen, wie ich konnte. Eine riesige Giraffenstatue aus Gold. Ein ungewöhnliches Artefakt, das auf irgendeinem Planeten ausgegraben worden war. Nee, wir sagen mal nicht, dass das irgendwas mit einem Artefakt, weil vielleicht kommt später noch raus, dass wir Artefakte haben. Das wäre vielleicht nicht so, nee, ja, weißt du, ich bin wirklich, also ich habe die Beine in die Hand genommen. I don't blame you. Last question. About, and I'm quoting, a zoo gone wild. The other source swore up and down that alien creatures got out of their cages and went on a rampage. Oh nein! Please, please tell me she was telling the truth. It's got to be some Aurora-induced hallucination. Wie sind denn die Tiere rausgekommen? Warum möchtest du, dass die Geschichte war? Ah, ja, warum möchtest du, dass die Geschichte war? You mean besides the ratings? I just want to live in a galaxy where eccentric millionaires have out-of-control zoos. But, just give it to me straight. Zoo. Fact or fiction? Fact. Ja, das stimmt. Some days, it is worth it to get out of bed. I love it. This is just a plain old good story. Check the newsfeed for it later. And here's your payment. Dankeschön. Was ist das eigentlich? War ich hier schon mal? Was machst du If hier? you're looking for the best cut of meat in the settled systems, look no further. Aber ich war hier anscheinend noch nicht, ne? Werden alle eure Gerichte aus lokalen Erzeugnissen hergestellt? You must be joking. I have an exclusive contract with the Trade Authority. It's all shipped in from off-world. And no, I'm not divulging the planet of origin. Mhm. Was hat es mit dem Namen Whetstone auf sich? The general term? A sharpening stone, for knives. The kind of knives that cut the most delicious meat in the settled systems. This whetstone, though, is the best restaurant you've ever eaten at. If you like a perfect steak, you're in the right place. Aha. I'm sure we'll see you again. Ich glaube nicht. Okay, also hier war ich dann wirklich noch nicht. So, mir ist ihm eingefallen, ich glaube, ich könnte mal wieder Dietriche gebrauchen. Deswegen gehen wir noch mal kurz zu der Tante. Please, Und if you experience, ja. welcome to UC. Aha. Oh, Jo. Du hast doch du hast keine Dietriche. Mein Leben ist traurig. Warum hast du keine... Ach Mann. Was soll denn das? back to it then. Ach, Wie kann man denn als Händler keine Dietriche haben? Was ist denn mit dir falsch? Aber das ist ja 10 von 10 am Kunden vorbei. I know your type. The freewheel and spacey. Dann gehen wir mal in die Kirche. Aquilus has seen so much. I'm really glad I can talk to him when I need to. Aha. My mom Hallo. wanted me to be a doctor. A doctor. Have you ever heard one of his Fathers, am I sermons? right? They're really good. Ja, wenn du We sagst. should talk to the keeper. Alles klar. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Nun, wir glauben, diese Kirche hat etwas mit einer Gruppe schräger Weltraum. Ja, wir lassen, also ja, wir müssen über die Allheit reden, aber wir lassen das mal Matteo erklären, weil der ist ein bisschen mehr in der Materie Keeper, drin. we were hoping to talk to you about unity.
You want to subject your friend here to one of our talks, Mateo? The future of humanity is always a long discussion. No, that's not exactly what I meant. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps you should talk about this inside. Hat Wissen. Hattest du es eben eilig? Ich mach die Tür auf, Jungs. Wie ist er denn da reingekommen so schnell? Okay, wir setzen uns. Wir machen es uns gemütlich. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? Ja, Drescher da hinten steht. Es fing mit der Entdeckung dieser Anomalien an, der Artefakte. Wir wurden von einer Gruppe angegriffen, die sich Sternblüter nennen. Wir sind auf mehrere Tempel gestoßen, die ungewöhnliche Kräfte verleihen. Jo. Ja und ja. Die Frage ist... Unity hat ja jetzt erstmal mit den Starborn zu tun. Deswegen gehen wir vielleicht mal erstmal darauf. We've lost people, Keeper. Oh, I'm so sorry to hear that. And these Starborn, I take it they're different from the people of the settled systems? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe, beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. Das war ein Fehler. Ich will erkunden, nicht missionieren. Keine Lektion. Wir haben uns keine großen Hoffnungen, aber vielleicht kannst du uns ja, vielleicht. I Ja. think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path of discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Vielleicht war dieser Pilger ein Sternenblut, also Starborn. I'm Mag not sure Sternenblut if he nicht. was. But if what you're looking for is connected, then anything might be possible. Na, dann drop In mal my die story, Knowledge hier. The pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Ja, ich bin gerade... Haus Varun hat ein Stück der Wahrheit bekommen. Berührt darauf halt der Glauben an diese große Schlange. Diese Geschichte nicht gerade genaue Koordinaten enthält, führt uns nirgendwo hin. Dann habe ich das Haus der Aufklärung und Varun wohl die anderen Teile. Oder haben die Artefakte. If you have questions, I'm happy to try and answer.
But you do have to actually ask first. I agree. I think you need to talk to them about this unity pilgrim. And clearly, not just in a theological sense, as I have. Wenn du schon mit ihm gesprochen hast, warum soll ich es dann auch tun? Because I wasn't looking to find unity in the same sense you are. A fresh set of eyes might reveal the truth. Diese Leute sind gefährlich. Naja, ich glaube nicht, dass Haus Baron an sich gefährlich ist. Halt also damals ja, aber jetzt halt nur noch die Fanatiker, ne? Na gut. The enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. The rune worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you. Ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Ich brauche auch Ketchup. Go ahead. I need to talk to the keeper some more. I'm beginning to believe the pilgrim wanted us to find his resting place. If we can only gather all the clues. Also du bist ein Brief, ne? Keeper by title. But yes, I suppose the title fits. I'm very grateful that I have the opportunity to be here for those who need us, who find meaning in our message. Kannst du mir etwas über das Sanctum Universum erzählen? Well, we're a newer organization, at least officially. Our facility here in New Atlantis has only been around a few decades. But we're gaining new members all the time. I think people have been grasping for something to express what they're experiencing, and I'm glad we can be here for them. Okay. The Sanctum will always be here for those who seek it. Okay, also House of Enlightenment und Haus Baron haben ein Stück der Wahrheit bekommen. Frage ist, sind damit Artefakte gemeint? Na, eigentlich kann das mit der Schlange da ja gar nicht drauf beruhen. Warte mal, da schickst du mich auch zu... Ja, okay. Weil das darauf basiert ja Haus Baron schon. Also wenn, dann müssten die ja ein Stück der Wahrheit bekommen haben und dann wurde Haus Baron erst gegründet. Aber das Haus Baron muss ja schon existiert haben, um halt dann was zu bekommen. I am thankful these rides are quick. I do not like being in small, enclosed spaces with many people I do not know. Fühl ich. Und dann haben die Artefakte bekommen. Listen, I've seen that show a million times. Well, big shot bounty hunter now, ain't ya? Keep up the good work, mate. Howdy. I do odd jobs at evening hours. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, we're not. Sorry. Can I help you? Ja, Hüter Aquila schickt mal, ich möchte über den Pilger sprechen. Es war etwas namens Einheit, das war nicht als irgendein abstraktes Konzept. Ich sag mir erstmal, dass Hüter Aquilos und... Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilas is describing. Wie wär's, wenn du mich mal vernünftig anguckst? Ja, er hat ja schon gesagt, dass er mit gesprochen hat. Always going on about trying to bring people of all beliefs together. Really wants there to be some shared story or origin.
Look, I like the Keeper, but belief is the problem, okay? We don't need a shared narrative or theology. We need to help each other in practical terms. Dann lass A mal man hören. walks into the first House of Enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Was meinen Sie mit jedes Individuum muss verstehen, wie es durch die zweite Person bereichert wird? It's part of our core principles. There's no God pushing us to do good for some eternal reward. We have to help each other because we choose to. If no one takes responsibility for making the settled systems better, then we're just leaving it to the tyrants to bully the rest of us. Ich hasse die Zahl 2 auch aus meinem Herzen. Ja. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Kannst du mir sonst noch etwas über die Allheit verraten? Besides what the Keeper would say about it? Sounds like a gathering point, or a center. Or in mathematics it would mean one, like the one, the first or the beginning. Das zweite Besides what the Keeper nochmal. would say about it? Sounds like a gathering point, or a center. Or in mathematics it would mean one, like the one, the first or the beginning. Ah, okay. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Mein Gehirn explodiert. Aber vielleicht kriegen wir ja ein bisschen mehr Licht ins Dunkle, wenn wir mit Varun sprechen. Vor allem, warum müssen wir mit ihr sprechen? Warum können wir nicht einfach mit Andresha sprechen? Gehört doch auch zu Varun. Not sure if those Varun zealots live in space or got separated from their home planet or what. Hallo? A visitor? I have all the company I need. Weißt, dass du mit Quillus über den Glauben der Varun gesprochen hast? Das heißt, weißt du unheimlich. Oh. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. Auch beim Pilger, eine Schlange ist eine dürftige Antwort auf die Probleme. Ich bewundere dein Glauben. Ja, der Pilger. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting.
4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles. Oh nein! Ich habe aus Versehen Rechtsklick gedrückt! Fuck. So, gut, dass wir am Aufnehmen sind. Ich bin gerade mal kurz in die Aufnahme gesprungen und weil für eine kurze Zeit stand der Text ja da. Also, vergiss diese 4 Kämpfe nicht, Jinan, spricht der Ungläubige. Vergiss diese 120 Tage nicht. Aber Jinan erkennt die Blasphemie in seinen Worten und tötet ihn. Wow. Okay. What the fuck? Okay. Back to the proper old Crusades oder was? Ich glaube, ich verstehe überhaupt nichts. Kannst du mit dem Begriff Allheit was sagen? I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the great serpent casts to deceive the faithless. Okay. Deine Gottheit muss doch mehr können als nur zu töten. Strength and conviction show your worthiness to the great serpent. The kill is not as important as showing there is no doubt. I grow tired of speaking. Leave me. Okay, also wir haben einen Pilger, der offensichtlich, würde ich sagen, Starborn ist. Er wurde getötet. 4-mal. Innerhalb von 120 Tagen. Und kam immer wieder. I do find that statue pleasing. I wonder if it matches the original vision of the artist, or if they changed the design as they worked on it. Ich finde das sass, dass jeder auf diese Statue reagiert. Sarah hat auch immer gesagt, sie mag diese Statue. Ey, jetzt werde ich zum Aluhutträger, ey. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Also, wir haben halt diesen Pilger. Der Starborn ist. Oder vielleicht sogar noch was drüber. 4-mal getötet wurde, immer wieder gekommen ist. So, warte mal, ich muss mal kurz. Ups. Verdammte Scheiße, Alter. So. Technik ist nicht so meins. Der kam zum Haus Verhohen. Hat ein bisschen gespoken. Und der Jinan dachte sich so, ja, was du spokest gefällt mir nicht, deswegen töte ich. Was er dann wohl auch beim 5. Mal geschafft hat, ihn tatsächlich zu töten. Frag mich, ob jetzt an der Schlange vielleicht auch ein Funken Wahrheit ist. Dass das vielleicht einfach nur ein anderer Begriff ist für die Unity oder so. I met Thomas. Thought it was absolutely crazy. Oh, how that's changed. Well, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? Keine Ahnung, Digga. 2. und 2 vor. Ich habe mit der Fanatikerin geredet. Jinan hat in 120 Tagen wohl 4-mal gekämpft. In deiner Geschichte sinniert der Pilger über das Infinitum Addendum. Was bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place,
we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? What else did you learn? Infinity Addendum. Nee, Addendum. Was er der Unendlichkeit hinzufügte. Er hätte wohl nicht ein Sternsystem erschaffen haben, oder? Die Geschichte kam die Wörter 2 und 2 vor. Das war jetzt wirklich der Key, den wir mitnehmen? Dass es um 2 geht? Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. Was there anything else? Okay. 120 Tage wohl 4-mal gekämpft. Sie hatte gesagt 120 Tage, ne? Das heißt, der Planet umkreist... Nee, warte mal. Bevor er mir das sagt, will ich gerne selbst mal nachdenken. Sie hatte mir gesagt, die haben 120 Tage gekämpft. Also 4-mal in 120 Tagen gekämpft. Auf dem Planeten, auf dem sie halt waren. Also das heißt, ein Tag hier auf der Erde ist halt... Was there something halt! more on your mind? Den halt. Ein Tag auf der Erde ist halt, hat halt eine andere Länge als beispielsweise ein Tag auf Uranus. Aber das muss ja nicht bedeuten, ich dachte erst vielleicht 120 Tagen könnte sein. Oh. Könnte es sein, 120 Tage 4-mal gekämpft. Das heißt, der Planet dreht sich innerhalb von 30 Tagen um den angestammten Stern. Also ein Jahr ist 30 Tage auf dem Planeten. Geht das überhaupt so schnell? And if there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Oh, Let's das so. see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Meine nächste Planetentdeckung, die ich dumm. Well, I suppose that'll make someone laugh. Ja, hab ich. Indum, das ist der Name des Sternsystems. Habe ich noch nicht gesehen. Aber wie kann 120 und 4 eine Koordinate sein? Du brauchst doch... 120 Grad Nord. Und dann 4 Grad West oder sowas, ne? Ja, okay, das würde vielleicht gehen. Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and 120. That's where you'll find the Pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Das ist was Heiliges, etwas, das alles zusammenbringt. Sein Wort, und ich muss sie finden, nicht beten, nur absolute Überzeugung wird uns die Wahrheit bringen. Wir werden auf die Probe gestellt. Ich würde nicht sagen, dass da draußen was Heiliges ist.
Weil es könnte halt schon sein, dass da draußen etwas ist, das alles zusammenbringt. Und weil der eine hatte ja auch gesagt, von House Enlightenment irgendwie sowas wie das erste, der Anfang, sowas als Unity. Oder halt ein Ort. I understand. So much to ponder. Sometimes it's difficult to know where to start. So, vielleicht im Sinne von dem Mittelpunkt vom Universum. Gab es nicht so einen Mittelpunkt vom Universum auch bei No Man's Sky? Ich weiß nicht, ob es nur ein Wort ist. Hat ja gesagt, die Allheit bleibt uns verwehrt. Oder nee, die Allheit ist Vergangenheit für uns. Was there something more on your mind? Ich würde nicht sagen, dass sie nur ein Wort ist, aber wir wollen sie schon finden. Und beten würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich bin mit keiner Antwort, die ich geben kann, zufrieden. Ja, And once you know, what will you do? Even the most objective scientist holds the belief that observation itself will be of benefit to humanity. You will be taking a similar part of yourself with you when you find the answer. Will that not color your perception of it? Ja, das ist ja immer so. When one is lost, looking inward can help show the way. Das hat mir noch weniger gesagt als nichts. Im Vorfeld zu definieren, der Vorteil der Wissenschaft ist der, dass die Gedanken einer Person überprüft werden können. True. True. So you intend to find the truth, and then have that truth confirmed by your peers. Unity is a reality born of observation and agreement? Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. Und ich bin verwirrt, das kann ich sagen. Go. May God go with you. Also, ich bin Verwirrtheit. Wir haben jetzt Allheit und wir haben Verwirrtheit. So, what the fuck? Hallo? Reisen mal zum Schiff. Schiff. Always a satisfying moment to return to your ship. Will mal kurz verlassen. Will noch mal nachgucken. Ich hätte nämlich gerne eine Waffenkammer. Aber ich glaube, er hier hatte keine, ne? You should inspect your ship for heat leeches every couple landings. They'll cause Okay, no problem. Er hier hatte, glaube ich, keine, ne? Wohnmodule. Fracht. Nee, bei Fracht ist es auch nicht, ne? Nee. Station ist es auch nicht. Warum springt der... Station ist der erste Punkt. Waffen ist aber nicht der letzte, sondern der vorletzte.
Jetzt fühle ich mich verarscht. Aber es ist auch nicht hier bei Struktur, ne? Overflügel, Schubdüsen. Struktur ist ja nur optisch, ne? Ich hatte mal nachgeguckt. Ich weiß, dass es verschiedene Hersteller von Waffenkammern gibt. Unter anderem von Deimos. Wir könnten einmal ins Sonnensystem fliegen. Zur Deimos Sternenwerft. Vielleicht können wir nur da eine Waffenkammer dann kaufen. Oder nur da die Deimos Waffenkammer kaufen. Achieving orbit now. Das werden wir mal machen. Wo ist denn eigentlich... Man wurde mir da gerade angezeigt, ich habe da noch eine Quest. Wo ist denn eigentlich Indum? Ach, da. Das ist ja gar nicht so weit weg, Mensch. Was soll man denn dazu sagen? Aber wir fliegen mal erstmal ins Sonnensystem. Wir haben da die Sternwerft von Nova Galactic und da haben wir die Deimos Sternwerft. Das ist ein Mond. Ich hätte gerne die Sternwerft, nicht den Mond. Danke. Oh Gott. Boah. Das war eine Mischung aus Saufen, Ausstoßen und Rülpsen. Ist nicht lecker. Das Ding ist schon riesig, ne? That's what she said. Our sales department is open. Please dock if you want to do business. Dies war's, Dog. So, mal gucken. Ich hätte halt wirklich gerne eine Waffenkammer. Weil ich meine Waffen schön präsenten kann. Einsteigen. Captain, greetings. Greetings. Der Typ war, glaube ich, unten, ne? Deimos and the UC are inexorably tied together. If one fails, the other does. I might not mind seeing that. Okay. Deimos is here to turn you into a tricked-out fighting machine. Excellent. Excellent. So, zeig mal. Hast du... Wohnmodule. Gefechtsstation. Frachthalle. Anlegeplatz. Frachthalle. Er hat andere Sachen, aber er hat keine Waffenkammer. Oder was sind die Gefechtsstationen? Das sieht jetzt natürlich ein bisschen bescheiden aus. Das sieht jetzt natürlich ein kleines bisschen bescheiden aus. Aber ich will mir das gerne mal angucken. Die Flugkontrolle sendet mehrere Warnungen zu diesem Schiff und die Fraktionen können dann noch bestätigen. Nee, ja. Sprich mit selber morgen. When you get serious about your spacecraft, come back to Deimos. Okay. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Ich habe keine Ahnung. Dann natürlich wieder... Ach scheiße, aus der Lagerkiste sind jetzt natürlich auch alle Sachen. Ja.
Hallo. Warte mal. Habe ich die nicht hier angedockt? Habe ich die einen weiter oben angedockt? If something's on your mind, you can tell me. Ja, okay, sprechen wir mal kurz. I wanted to take this opportunity to thank you. The fact that you risked your life to save me, I don't know what to say. Ich bedanke nur in Form von Credits. Tja, hätte sie für mich das denn Well, getan? yes, of course. But that's beside the point. My only wish is that my rescue hadn't come at the expense of Sam's life. He was one of my closest colleagues. And a cherished friend. Oh, poor Cora. I'm sure the poor thing is devastated. She's lost a wonderful father. Nee, wenn, dann lag's an meiner Kontrolle. I really wish I could believe that. Our charter at Constellation has always been to analyze the unknown, but rarely at the expense of our members' lives. Yet all the while, I've been cavalier about taking risks and pushing the boundaries, not appreciating the true cost of my actions. Had I not pushed so hard to pursue the Starborn, perhaps none of this would have happened at all, and Sam would still be alive. Tote kostet das so gut wie nie? I can't sugarcoat our mission statement. Space travel and planetary exploration is inherently risky. Even Constellation's founder, Sebastian Banks, went missing on an expedition. But this particular danger with the Starborn is off the scale. We truly don't know what we're dealing with. Ich sehe morgen, die ich kenne, würde die Sternenblüter niemals davonkommen lassen. Wir können die Taten der Sternenblüter nicht einfach ignorieren. Du bist für die Taten der Sternenblüter nicht verantwortlich. Of course I can. Damn it! Why is this happening to us? We're explorers. Our curiosity pushes us to seek answers to life's mysteries. It's one of the core traits of humankind. Yet in return, this is what the universe throws at us. Beings from God knows where who are trying to murder us. Why? What have we done wrong? Ich lasse ab jetzt immer die Maus los, Alter. War einfach Pech. Vielleicht haben wir uns übernommen. Manche Rätsel sollten lieber ungelöst bleiben. Judging from the blow we've suffered, I couldn't agree more. The question is, where do we go from here? Do we stop exploring? Stop pushing the boundaries? Take a more aggressive posture towards the universe? I don't know where to begin. Machen genauso weiter, aber wenn die etwas falsch gemacht haben, ist das unsere Reise fort mit extremer Vorsicht. Alles aus, was uns im Weg steht. Nee. Ich würde sagen, mit extremer Vorsicht. Agreed. I just hope it's enough caution that we don't leave ourselves open to another attack. Well, I suppose that's all I had on my mind for now. Oh, it was a relief to get all of that out in the open. I'm sorry I got so angry. But I assure you, it's nothing personal. You're the only one I feel comfortable talking with about these things. Ich bin immer für die. Good.
Because I expect this won't be the last time I intend to cry on your shoulder or scream in your face. Well, we have a long road ahead of us. I suppose it's high time we get back to work. Hi. Aber wo habe ich das Scheißteil jetzt angepackt? Habe ich das jetzt irgendwo so angepackt, dass ich da nicht Zugang zu habe? Es scheint irgendwie so, ne? Aber müsste das nicht... Müsste das nicht da auf der Seite sein? Warte mal, wir haben unser Schiff von vorne gesehen, right? Das heißt, die linke Seite... Also müsste es eigentlich ja hier sein. Ach, lol, da ist die Tür. Okay. Alter! Okay, der Raum ist fett. Do you need something? Oh, der Raum ist geil eigentlich. Eigentlich ist der richtig geil. Aber... Ach so, ja, stimmt. Wir müssen ja über die andocken. Andocken wir hier. Aber so wie er gerade gebaut ist, sieht er zum einen scheiße aus. Und zum zweiten... Captain, hello. Ist unser Schiff eh schon ein bisschen klubi. Ich würde halt gerne eine Today is the day. The day you arm yourself, of course. Aber anscheinend haben selbst die hier nicht eine Waffenkammer. Ich meine, man könnte theoretisch... Ja, aber man könnte theoretisch das so machen. Und dann könnte man auf der Seite noch eine Waffenkammer, wenn wir dann irgendwann eine Waffenkammer hätten. Ich fand den Raum, optisch finde ich den schon ziemlich fett. Gut, so sieht das jetzt natürlich ein bisschen... Ja, aber vielleicht kriegen wir ja irgendwann eine Waffenkammer. Ich habe halt wirklich keine Ahnung, was ich noch machen muss, eine Waffenkammer zu kriegen. Also ich habe gesehen, man muss dafür... Also ich habe zumindest nicht gelesen, dass man irgendwas skillen muss. Gut, das sieht jetzt natürlich wirklich ein bisschen, naja. Nun. Delete. Wir könnten theoretisch aber auch noch mehr Frachtcontainer machen. Oder zumindest ein. Dass wir, ne, dann haben wir natürlich erstmal wieder ein Problem, dass wir halt ein bisschen... Könnten natürlich auch trotzdem erstmal... Verschiedene Varianten. Ach so! Nein! Oh Gott, nee! Nee! Ich hab das jetzt erst gesehen. Ich dachte mir gerade, was sind das für komische Dinger da drunter? Man kann da mit den Pfeiltasten durchswitchen und dann... Oh nee! Oh nee! Oh nee!
Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee, Alter. Och, das ist doch ein Fick-Elch. Oh. Gott, ey. Oh. Es ist aber auch... Oh. Hätte man das nicht irgendwie ein bisschen offensichtlicher gestalten können? Ich meine, ja, klar, ne, es wird dir angezeigt, du hast das Menü da unten, aber... Ah. Ist das Pain, ist das Pain, ist das Pain, Alter. Mein Gott, muss das sein. Z, wenden. Wie konnte ich nochmal duplizieren? Kann ich das nicht duplizieren? Weil ich das nicht bauen kann. Das wäre jetzt rückgängig und wiederherstellen. Oh oh. Oh oh. Aber vielleicht... Ich kann das hier zusammenpacken. Vielleicht machen wir da dann auch einfach Fenster rein. Muss ich mal gucken, kann ich noch irgendwo anders was auswählen? Sieht nicht so aus. Okay, mal hin. So. Kann man hier ein bisschen Lucky machen. Das ist doch eigentlich auch ganz nice. So, aber dann können wir das wieder daran packen. Dann will ich mal gucken. Auf 140, 140. Wir haben bis jetzt noch nicht so viel gebraucht, ne? Wenn wir da einen wegnehmen und da einen wegnehmen, sind wir mobiler. Und dann duplizieren wir so ein und sind damit schon wieder nicht mobil. Das ist jetzt natürlich... Aber ich hätte halt gerne hier auch einen, ne? Weil, damit das halt, ne? Symmetrisch ist. Ja, warte mal, wir können den auch... Ah, wir können den nicht da hinten ranpacken. Ah, wir könnten den aber oben ranpacken. Das heißt, wir setzen den einen runter, packen den dahin. Oh. Heißt aber, wenn ich den jetzt nochmal... Ist unsere Mobilität 33. Das sieht auch irgendwie ein bisschen wack aus, oder? Dass das hier so rüberragt. I mean...
Machen wir das vielleicht dahin? Oh, Moment. So. Okay, jetzt sieht das aber auch, okay, den Lagerraum, den könnten wir aber auch wegmachen. Da habe ich keinen Bedarf für. Das macht uns dann... Naja, okay, nicht wirklich wieder mobil, aber okay. Da hat sich irgendwie nichts getan. Gut, jetzt haben wir da unten aber natürlich das Ding, ne? Naja, Stunde ist abgelaufen, ich weiß, ich weiß. Wenn wir die weglassen... Aber was könnte man da dann sonst noch... Ist vielleicht ein bisschen... Weiß ich nicht. Hm. Wie kriegt man das vernünftiger gebaut? Weil man könnte hier die Strebe noch wegmachen. Aber das bringt ja auch nicht viel, ne? Warte mal, das sind ja auch nur Verkleidung gewesen. So könnte ich das nach hinten. Aber da verliere ich dann den Computerkern. Das geht nicht. Das geht nicht. Scheiße, ich manövriere mich hier, glaube ich, in unschöne Gebiete gerade.
Mhm, mhm, mhm. Ja, nee, das sieht ja nicht aus. Weiß aber auch nicht, ob das aussieht. Die Frage ist, was macht man da dann hin? I mean, man könnte da die Waffen ranpacken. Dann bräuchte ich aber eine Waffenhalterung. Mit. Scheiße. Gibt es eine, die frontal funktioniert? Man weiß es nicht. Ah, die kann ich aber auch nicht drehen. Dann geht das nicht. Gab es nicht noch mehr Waffenhalterungen? Ha. Das ist jetzt irgendwie alles. Ich meine, ich könnte hier die Verkleidung wegnehmen. Und dann da die Waffenhalterung ranpacken. Scheiße. Ah, so würde das gehen. Oder so von unten. Duplikat. So, was? Oh, jetzt hat er beides dupliziert. Nee, das wollte ich nicht. Ja, okay, dann machen wir das anders. So, Waffenhalterung. Zack. Z. Nach oben. Einen nach unten. Könnte man das theoretisch wegnehmen.
sieht das aber schon wieder so unförmig aus. Das ist alles, es führt irgendwie alles nicht ganz dahin, wo ich, das Schiff haben will. Scheiße! Das sieht halt auch jetzt ein bisschen dämlich aus, ne? Vielleicht sollten wir einmal abbrechen. Und dann versuchen wir das nochmal neu. Das ist ja so irgendwie nichts geworden. Sagen wir es, wie es ist. Okay. Also. Wir versuchen es nochmal. Was man machen könnte. Das kann man so nicht andocken. Scheiße. Ich wollte das seitlich anpacken. Ich meine, es ginge das nach vorne zu packen. Haben wir hier einen ziemlich langen Hals. Nehmen wir die Verstrebung weg. Dann packen wir das dahin. Dann färben wir das schon mal ein, weil das geht mir gerade auf den Sack, dass das anders aussieht. So. Nehmen einen weg. Schieben das ein nach hinten. Ist das zumindest so? Ich rieche... Fuck. Ich rieche... Fuck. Nee, wenn ich den nach hinten setze... Ich krieg das so nicht hin, dass das symmetrisch aussieht. Ich würde das nur hinkriegen, wenn ich auf der Seite noch was hinzufüge. Also, warte mal. Ja, ich muss ja auch noch was hinzufügen. Ich habe ja noch gar nicht meine Waffenkammer. Stimmt, die habe ich schon wieder fast vergessen. Wird das aber, glaube ich, tauschen. So. Stimmt. So, hinzufügen. Wohnmodule. Deimos. Waffenkammer. Okay, jetzt haben wir aber natürlich wieder das Problem,
Ups. So, jetzt haben wir die Waffenkammer. So, was wir aber jetzt nicht haben, ist eine Verbindung von hier nach da. Also zumindest keine gerade. Aber man könnte natürlich hier links durch oder rechts durch. Ich würde das aber nochmal ändern. Ich würde Waffenkammer, Werkstatt und sowas würde ich auf die eine Seite packen. Warte mal, was haben wir hier unten? Wohnquartier. Machen wir das nochmal anders. Weil hier haben wir nämlich die Krankenstation, wo wir auch forschen können. Die packen wir dann mit auf der Seite. Dann haben wir hier unsere Utility, ne? Von Werkstatt, Waffenkammer, Forschung. Dann haben wir hier Wohnquartiere und mein Wohnquartier auf der Seite. So. Wir haben jetzt zumindest einen symmetrischen Aufbau. Auch wenn der von oben natürlich, wenn man sich das so anguckt, ziemlich scheiße aussieht. Aber gut, wie oft sehen wir unser Schiff schon von oben, ne? Dann würde ich die Sachen wegnehmen. Dann haben wir auch eine 41er. Bringere die Masse oder füge Antriebe, um die Mobilität zu verbessern. Ja, Mobilität ist ja sogar bei 41. Also die ist jetzt ja sogar schon ein bisschen besser tatsächlich. Nein, 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 nein. Zurück. So. Das heißt, die hat sich ja sogar schon ein bisschen verbessert. It's something. So, dann machen wir nochmal... Waffen, Strukturen, da. Luken. Dass man schön rausgucken kann. Wollen wir das jetzt so lassen? Ja, wir wollten potenziell Fracht, ne? Habe ich Orte, wo ich das noch packen kann? Nee. Ja, scheiß auf Fracht, dann schmeißen wir ein paar Ressourcen oder so raus. Alter, das passt schon. Das passt schon. Da haben wir ja viel gekauft zuletzt Mal. Vielleicht lassen wir das Schiff mal erstmal so jetzt. Also, verlassen. Annehmen. Installiere 5 einzigartige Schiffsmodule. When you get serious about your spacecraft, come back to Damo. Lass mich mal durch. Damo ships are responsible. Psst. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal. Das Ganze schauen wir uns in der nächsten Folge an.